31. Oktober 2020. Hier steht's, der Freistaat Megastore. Und der ist wirklich mega. Und wir haben jemand dabei, der sagt, ja, wir kennen uns richtig gut aus. Und das ist der Grund, warum viele Leute gerne hierher kommen, denn sie können euch löchern, so viel fragen, wie man will, wenn nicht gerade Hochsommer ist, Samstag und zeitgleich einige hundert Leute da sind. Hier ist Martin Ziegler. Ich grüße dich, Martin. Hallo, servus. Ja, du hast einen ganz großen Laden. Ihr macht das schon sehr lange im Freistaat, oder? Ja, wir haben einen sehr großen Laden hier. Wir haben 1800 Quadratmeter Fläche. Und den Laden gibt es hier draußen seit 17 Jahren, vorher in der Bodenseestraße schon. Und wir haben Mitarbeiter, die Fachkompetenz haben, die kennen sich aus. Ich höre andauernd Bodenseestraße. Ja. Das war vorher mal so die Hauptstraße für Camping, oder wie? Das war früher in München, da war die Fläche irgendwann mal zu klein und dann ist man dann hier rausgegangen nach Solzimus. Ja. Da ist die Marlene. Du hast gesagt, ich muss unbedingt noch mal in den Store. Ja. Und heute ist letzter Tag, 5 Drehtage haben wir hier. Ja. Und wir gucken uns jetzt mal um, denn wir sind kurz vor Geschäftsschluss. Jetzt ist auch Samstag, Saisonende so ein bisschen. Und man muss sagen, es ist der letzte Tag, wo ihr bis 18 Uhr auf habt. Jetzt kommt die Wintersaison. Jetzt kommt die Wintersaison, ja. Und dann machen wir Samstag schon um 4 zu. Um 4. Was heißt schon? Schon, ja. Das ist ja schon mal gut. So, hier sieht man es, hier ist der Eingang. Ihr habt Hygieneregeln, Masken, 1,5 Meter Abstand. Ausnahmsweise für die Dreharbeiten halten wir Abstand, haben mal keine Maske an, aber hier ist Maskenpflicht überall. Ihr habt sogar diese Ampel, die war zu Hochzeiten von Corona natürlich ganz interessant. Ihr habt dort die Anzahl der Menschen gezählt, die reingegangen sind. Ja, wir haben die Menschen gezählt per Automatik mit Lichtschranke und die ist dann auch auf Rot gegangen, wenn zu viele Leute drin waren. Das war schon eine Herausforderung zu Corona und Camping dieses Jahr war ja schon extrem, oder? Extreme Herausforderung dieses Jahr, ja. So, wir gehen mal rein. Jetzt ist auch keiner mehr da. Wir haben extra gewartet bis zum Ende, damit wir hier nicht stören. Ja, hier sieht man Einkaufswagen. Das ist auch notwendig. Oh, Schutz. Wir standen nämlich in der Lichtschranke. Kommt mal rein. Ja. Denn man darf nämlich nicht zurückgehen. Hier hat man große Einkaufswagen. Das ist noch die kleinere Version. Die gibt es noch größer, aber Leute brauchen teilweise 2 oder 3 Einkaufswagen. Mit einem kommen die meistens nicht klar, nein. Also die brauchen schon manchmal 2, ja. Ja, wenn man hier reinkommt, man kann stöbern. Es gibt auch Leute, die gucken einfach mal. Es gibt Leute, die schauen, die finden immer wieder was Neues und kaufen gerne bei uns ein, ja. So, wie ist das Ganze aufgebaut? Das heißt, ich nehme an, ihr habt das ja so ähnlich wie im Mediamarkt, habt ihr die Milch ganz hinten? Nein, nicht ganz. Also wir haben das nach Warengruppen sortiert. Wir haben in allen Bereichen, was man fürs Camping braucht, die Artikel hier vor Ort. So. Und das ist einfach nach Warengruppen sortiert. Ja, vorne sieht man so das Wichtigste, Trittbretter, Stufen. Ja. Damit man überhaupt reinkommt ins Wohnmobil oder Wohnwagen, ja. Das ist so, ich habe mir mal eine gekauft. Nee, Quatsch, habe ich im Internet bestellt. Die war exakt 3 cm zu hoch. Das heißt, die Tür ging nicht auf. Das ist schlecht, ja. Deswegen sollte man lieber vor Ort kaufen. Ja, das ist so. Ihr habt hier Nadelfilz, Kunstrasen mit drin, sogar mit Blümchendesign. Ja, auch das ist ansprechend für manche Kunden, ja. Marlene, wenn du das mal gerade mal zeigst in die Kamera. Denn es ist ja so Camping, das heißt ja auch, dass der eine dem anderen so ein bisschen zeigt, das habe ich. Und viele sagen dann, ja, ich war hier in Sulzemos und habe dieses Muster bekommen. Ja, das kommt auch vor, genau, ja. Da vorne ist eine Wäschespinne, ganz wichtig. Aber ich sag mal so, es gibt ja viele Dinge, die man hier kauft, wenn man reinkommt. Da sieht man das so ein bisschen wie bei Ikea, die Teelichter, wo man denn eigentlich überhaupt nicht vorhatte, das mitzunehmen. Aber dann nehmen Leute doch was mit. Ja, ja. Es ist so, wenn der Kunde hier reinkommt, fallen ihm einfach Produkte auf, das brauche ich, das möchte ich haben, ja. So. Du hast was gefunden? Ja. Was ist das? Ja, die Ein Trendartikel? Trendartikel, ja. Es ist einfach, damit das Handtuch nicht wegfliegt, wenn man das auf die Liege drauflegt. Das brauchst du? Das brauche ich. Das ist gemein. Also ihr habt Sachen, die Frauen anziehen, aber auch die Männer. Es gibt ja viele, die kaufen sich bei euch die Erstausrüstung, oder? Ja. Viele Wohnmobilisten oder Wohnwagenfahrer kaufen sich die Erstausrüstung hier bei uns, werden entsprechend beraten, was sie brauchen und holen das dann hier bei uns. So, gucken wir mal hier vorne. Also wenn wir jetzt so weitermachen, dann sind wir in einer Stunde noch nicht fertig. Aber man kann hier viel gucken. Sicherheitsweste darf nicht fehlen. Es gibt verschiedene Länder. Ihr kennt die Bestimmungen in vielen Ländern? Ja, muss dabei sein in den allen Ländern eigentlich, in unterschiedlicher Stückzahl, wie verschiedene andere Dinge auch. Es gibt Länder, wo man eine Löschdecke braucht oder wo man auch einen Feuerlöscher braucht. Ja. Echt? Feuerlöscher? Ja. Vorschrift? Ja, Vorschrift. In welchem Land? Oh, da müsst ihr jetzt nachgucken. Steht oben dort. Ihr habt es da oben. Estland, Finnland, Pflicht. Bulgarien. Ja. Cool. So, dann hier rüber. Das ist natürlich was Praktisches, wenn man mal kurz
ich sag mal, die Entsorgung macht, steht bei euch auf dem Platz, fährt mal kurz weg, der nächste fährt drauf, da kann man ein Hütchen hinstellen. Ja, ist jetzt dafür eigentlich noch nicht gedacht. Das ist eigentlich eher dafür, wenn man eine Panne hat. Gell? Achso, nicht für den Campingplatz. Das ist das da drüben. Das Hütchen ist das da hier. Zeig mal, reserviert? Ja. Wie krass. Endlich hat mal einer das, was ich will. So, und das ist alles so ein bisschen, dass man das entdecken kann. Ihr kennt aber auch natürlich den Standort von jedem Artikel. Das heißt, wenn ich was ganz speziell suche, habe nur 20 Minuten, das findet ihr auch. Das findet man in 2 Minuten, ja, kein Problem. So, Camping- und Stellfahrtsführer, ich dachte, es gibt Internet. Es gibt Internet, ja, aber in der Branche ist schon so, dass die Leute noch gerne sowas Bedrucktes haben, weil man sich da einfach Ideen und Anregungen holen kann, ja. Und im Internet ist die Recherche natürlich schon ein bisschen mühsamer, ja, gerade wenn ich ein bestimmtes Land bereisen will. Ja, die Leute, die Camping machen, die interessieren sich ja unglaublich für Themen rund um Camping. Das hört ja nicht auf, wenn man es gekauft hat. Im Gegenteil, es fängt dann erst an. Das ist eine lebenslange Leidenschaft bei vielen Leuten. Du bist selber Camper? Ich mache es selber auch, ja. Ist das wahr? Ja, echt? Ich sag mal, weil ich kann mir ja vorstellen, wenn man so im Prinzip ein ganzes Leben im Camping ist, ja. Ihr seid ein tolles Team hier? Ja, tolles Team, ja. Tolle Mitarbeiter hier, tollen Chef hier. Macht Spaß hier. Genau, man hat auch so das Gefühl, alle sind sehr, sehr freundlich und nett, wenn man hierher kommt. Gar keine Hektik, was in diesem Jahr ja gar nicht so einfach war, ohne Hektik. Es war schon ein bisschen hektisch dieses Jahr, aber jetzt ist es schon ein bisschen ruhiger. Aber hektisch war es schon. Ja, das Schöne ist also nicht nur, dass man hier alle Fahrzeuge ja wie in der Ausstellung jetzt in Düsseldorf sehen kann bei euch, sondern auch, ihr habt so gut wie alles, was es an Campingzubehör gibt, oder? Wir haben fast alles und wenn wir was nicht haben, können wir es auch besorgen. So, Marlene, wir sind jetzt dort, wo du hin wolltest. Hundezubehör. Beim Hundezubehör, da wollte ich mal schauen, was es da so gibt. Camping und Hunde, das gehört zusammen. Das gehört zusammen für viele, ja. So, was suchst du? Du lässt dich jetzt mal beraten. Ich bin mal mit der Kamera dabei. Also ich suche ja nichts Bestimmtes. Ich wollte nur mal schauen, was es hier so im Angebot gibt. Das ist schlimm. Das hat mich interessiert, ja. Ich wollte mal wissen, was es so gibt für die Zukunft. Aber was sind denn so absolute Renner? So die Renner, was wir hier hinten haben, ist das, den Hund muss man ja auch am Wohnmobil irgendwo festbinden oftmals. Ja. Und da gibt es hier sowas, was man einfach unter den Reifen dann legt. Ja. Fährt man mit dem Reifen drauf und da kann man hier die Hundeleine festmachen. Ja. Oder auch hier so ein Sturmhering, ja, wo man auch noch die Hundeleine befestigen kann. Echt? Ja. Hier vorne ist ein Schraubhering. Ja, ähnliches Prinzip, genau. Ein Peggy Pack, die habe ich sogar selber. So kannst du ihn eindrehen und okay, das heißt, ich kann sie festmachen. Das hier ist ein Kotbeutel. Das sind Kotbeutel, genau. Mit Hygieneset daneben, ja. Oder auch hier so eine Trinkflasche. Eine Trinkflasche für einen Hund? Für einen Hund, ja. Unterwegs. Das ist für unterwegs dann, wenn man unterwegs ist, ja. Dass man dem Hund unterwegs was geben kann. Ach, wie süß. Das sind ja tolle Ideen, ne? Ja. Und sowas versuchen wir immer zu finden für unsere Kunden. Solche Sachen, was neu ist. Und den zeigen das den Kunden dann auch hier bei uns im Shop. Das Hundezubehör, das war jetzt nur ein Regal. Wahrscheinlich habt ihr viel für einen Hund, oder? Für einen Hund gibt es noch nicht ganz so viel in dem Bereich, aber wenn was kommt, haben wir es. So, ich zeige mal, hier drüben ist dann nochmal das Cargo Cape. Das ist so eine Art Überwurf für den Kofferraum, dass man nichts dreckig macht und so weiter und so fort. Da ist der Auto-Hunde-Sicherheitsgurt, ein Hundekinderwagen. Ja, der Hundewagen. Echt? Ja, echt? Ist der nur Show oder habt ihr den schon mal verkauft? Den haben wir schon oft verkauft, ja. Echt? Doch, sieht man auch immer wieder Kunden, die den benutzen. Ja, ist aber noch nie passiert, dass hier jetzt doch ein Säugling drin war? Noch nicht aufgefallen. Ein Hundebuggy für 78,95. Da vorne steht er auch. Ja, cool. Ja, Brunner, das kenne ich, das habe ich. Da habe ich ganz viel Geschirr von. Haben wir auch. Ich glaube, die kommen aus Italien, stimmt das? Richtig, aus Italien, aus Bozen Comedy. Auch eine sehr innovative Firma, haben wir sehr viele Produkte von denen. Hier sieht man so ein Cover, das ist atmungsaktiv. Das heißt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man was drüber macht. Macht es im Frühjahr dann auf und der Schimmel war drunter. Ja, das auch, ja. Das passiert schon mal. Sollte nicht, nein. Das kann hier nicht passieren. Das ist atmungsaktiv und ja, damit kann man das ganze Wohnmobil einpacken. Preis, wie ist der vom Preis? Je nach Größe zwischen 200 und 240 Euro. Genau. Das ist ein Cover speziell für den Winter. Habe ich auch bezahlt. Also ich habe auf einer Messe mal so ein blaues habe ich mir geholt. Das hat 250, 260 Euro gekostet. Das ist der Preis dafür. Aber wenn man dann sieht, nach ein paar Jahren, wenn man die benutzt hat, wie die Dinger aussehen, das wäre ja dann auf deinem Wohnmobil drauf. Das wäre auf dem Wohnmobil drauf, ja. Das kann man sich sparen, die Reinigungen. So vorne. Ja, das ist Toilet Fresh Up Set. Damit kann ich meine Toilette wieder wie neu machen.
Da macht man die wieder wie neu. Gerade die Wohnmobilisten oder Wohnwagenfahrer, wo die Toilette schon älter ist, die können das dann einfach austauschen. Neue Kassette, neue Brille und dann sieht es wieder aus wie neu. Preis? Je nach Modell zwischen 170 und 180 Euro ungefähr. Achso, ihr habt da ganz viele verschiedene. Gibt verschiedene Toiletten und deswegen gibt es auch verschiedene Fresh-Absatz. Ihr habt aber alles hier. Das heißt, also ihr habt auch die Deckel für die Tanks, die mal kaputt gehen. Wir haben eigentlich alles da, was irgendwo ein Wohnmobilfahrer oder ein Wohnwagenfahrer brauchen kann. Und wenn wir was nicht da haben sollten, können wir es in kürzester Zeit besorgen. Ja. Weil einfach die Produkte sehr, sehr vielfältig sind. Zum Beispiel gibt es ja nicht nur einen Frischwasserverschluss, sondern es gibt ja ganz viele, diese blauen oder weißen mit dem blauen Griff. Wo sind die bei euch? Wir haben hier drüben die ganzen Kanister eigentlich mit den entsprechenden Verschlüssen. Und da sieht man es gerade, ist im Moment aus. Nee, ich meine jetzt außen jetzt am Wohnwagen, da diese abschließbare. Ach, die abschließbaren. Die abschließbaren habt ihr ja auch? Ja, aber gibt es eigentlich nur eine Variante. Gibt es nur eine? Ja. Was hat man mir denn da erzählt? Da Also die bräunlichste Variante, es gibt vielleicht noch so ein paar Ausnahmen, ja. ist die da. Das sind so die Ersatzdeckel dann hier. Das ist der Wassereinfüllstutzen. Das sind ja Sachen, die lässt man irgendwo aus Versehen mal liegen. Das ist dann ganz schlecht, weil dann ist der Wassertank offen. Kann man dann nachkaufen, ja. Ja, ganz gerne fallen die auch mal in die Entsorgungsleitung ein. Ja, da holt man es auch ungern wieder raus dann, gell? Das stimmt. Ich zeig mal was. Das ist eine Silberkugel, hält die Marlene in der Hand. Das ist kein Schmuck, oder? Nein, das ist kein Schmuck. Auch wenn man sich direkt um den Hals hängen könnte, weil so eine Kordel dran ist, sollte man das nicht tun. Das ist eigentlich dafür da, dass das Trinkwasser konserviert wird. Ja. Kommt in den Wassertank rein, hält dann entsprechend nach Größe bis zu 2,5 Jahre. Und das Trinkwasser, was man da einfüllt, wird dann konserviert und bleibt dann auch so. Ja. Keimfrei. Ja, keimfrei auch, weil auch Wasser kann umkippen. Ja. So, da habt ihr auch Mikropur. Das war wahrscheinlich jetzt zu Corona-Zeiten ausverkauft. Ja, ist nach wie vor immer ein Rennerartikel, wird immer gekauft. Ja. Hat jetzt mit Corona eigentlich gar nichts zu tun, aber man merkt schon, dass die Kunden bei Corona auch verstärkt auch ein paar andere Produkte mal gekauft haben. Ja. Ja, das hier habe ich auch in flüssig, habe ich mir mal gekauft. Aquaclean von Yachticon. Das kenne ich auch, funktioniert. Aber ich benutze im Moment hier das alte, gute, das Catadir. Ja, das ist schon am längsten am Markt eigentlich. Ja. Es gibt schon ewig. Ja. Braucht man gar nicht viel, oder? Nee, nee. Was es alles gibt, ihr habt ja alles hier. Also es ist, ja, die Auswahl, die wir haben, ist schon riesengroß. so, und das ist ja gar nichts. Ich halte mal gerade hier hoch. Man kann, also wenn es ein bisschen neblig ist, kann man nicht bis zum Ende gucken, oder? Nee, das wird nicht funktionieren. Aber wir sind immer froh, dass hier drinnen relativ klare Luft ist. Ja. Nee, war Spaß. Also hier vorne ist Gas. Auch da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Stücke, die man anbringen kann. Gerade 30 Millibar, wenn ich die zum Beispiel so einen Außenanschluss, habt ihr so einen Adapter? Haben wir auch Adapter da, ja, um die entsprechend auf die anderen Größen zu bringen oder auch die Flaschen auf die entsprechenden Länder zu bringen. Ja. Also auch da sehr umfangreiches Zubehör. Das ist aber dann schon sehr, sehr speziell. Da ist schon intensive Beratung auch notwendig. Ja, und das ist auch möglich. Ihr sagt mir, wie viele Leute normalerweise hier, außer Samstag kurz vor Schluss? Wir haben im Laden zwischen 7 und 11 Verkäufer immer stehen. Echt? So viele? Ja, doch so viele. Je nachdem, wie viel los ist. Und die Mitarbeiter sind schon sehr, sehr lange bei uns und kennen sich entsprechend gut aus. Ja, hier Truma Control, Level Control, das kaufen viele immer mehr, oder? Ja, wird immer mehr gekauft, weil man damit den Füllstand der Gasflasche messen kann. Wie voll oder leer ist die Gasflasche noch. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie nachts die Gasflasche wechseln zu müssen. Das heißt, die würde dann also erstmal anzeigen, wie voll oder wie leer sie ist. Genau. Man kann auch automatische Umschalter nachrüsten. Gibt es auch, ja. In Verbindung mit der Duo Control da drüben wird es dann auch automatisch umgeschaltet. Wo ist die? Hier. Ach, die da. Ja. Preis? Müsst jetzt nachgucken, 200 Euro knapp eigentlich, ja. Die schaltet automatisch um? Die schaltet automatisch um, muss eingebaut werden, 2 Flaschen und dann schaltet die automatisch um, wenn die eine Flasche leer ist, auf die nächste. Und wird auch im Fahrzeug angezeigt, welche Flasche jetzt gerade genommen wird. Das ist in vielen modernen Fahrzeugen ja drin. Ja. So, hier vorne sieht man Kühleinsatz für Mobile, also ihr habt alles. Ja, Kühlboxen. Kühlboxen, aber natürlich die guten Kompressorboxen. Kompressorboxen, ja. Thermoelektrische, Absorbertechnik, alles was es gibt eigentlich, ja. Wo geht's da los in einer guten Qualität? Ein Kompressor? Kompressor, Kühlbox so ungefähr ab 400 Euro, gute Qualität. Welche ist das? Das haben wir hier drüben. 349 Euro. Ist die groß? Mach mal auf, bitte. Das sind schon 35 Liter, die wir da haben. Okay, das heißt, da gehen jetzt einige Bier rein, außen. Da kriegen wir 2 Flaschen Prosecco rein, ja, 2 Flaschen Wein und 4 Bier. Hat das schon ausprobiert. Sehr schön. Ja, cool.
So, hier vorne ist dann Beratung und Verkauf. Das heißt, man kann auch Sachen bestellen bei euch. Es gibt ja wahrscheinlich auch aufwendigere Sachen, die ihr nicht an Lager habt, oder? Ja, also das Sortiment ist sehr, sehr breit gefächert. Es gibt sehr, sehr viele Artikel, auch wenn irgendein Artikel mal kaputt geht. Wir können nicht alles da haben, da müssten wir eine Ladenfläche haben, die müsste 10-mal groß sein. Aber wir können alles bestellen. Da drüben haben wir ein Fahrzeug auch reingestellt, ja. Achso, zum Zeigen von vielen Dingen? Zum Zeigen, ja, damit der Kunde auch sieht, damit man dem Kunden das richtig zeigen kann, wie ist das Produkt, ist innen entsprechend auch eingerichtet, ja. Warte mal kurz, hier vorne, Marlene, guck mal. Hier ist für Hunde eine Hundebox von Fiamma. Ja, steht jetzt hier auf dem Podest, das sollte jetzt eigentlich nicht sein, die muss eigentlich schon hier am Boden stehen, weil sonst muss der Hund noch hochhüpfen, ja. Die kostet 75,50 €, gar nicht so teuer. Also wir haben ja auch eine gekauft, die war teurer. Ich kann es dir nicht mehr sagen, wie teuer die war, aber ist ein guter Preis. Ja, man kann es innen rausnehmen, waschen, das ist interessant. Dann habt ihr hier diese tollen Saugnäpfe, mit denen ich dann die Markisen festmachen kann für einfache Abstützung. Multi-Anker. Genau, wo man einfach die Markise hier befestigen kann, weil es gibt ja auch mal Böden, wo man die Markise nicht befestigen kann. Oh ja, Kroatien. Ja, genau, Kroatien, Steinboden oder sowas. Einfach hier im Fahrzeug, Saugnapf rein, Markise rein. Und Sache erledigt. Ist das teuer, so ein Multi-Anker? Multi-Anker 99 €, 2 Stück. Mit Koffer? Mit Koffer, genau. Und hält pro Multi-Anker 70 Kilo aus, das heißt auch ein bisschen Wind geht. So, hier vorne sieht man, das kann man zusammenrollen. Interessant, das ist zum Abstellen vom Geschirr, da kann ich es trocknen lassen. Ja, ist eine Abtropfmatte eigentlich, plus entsprechend ein Gestell, wo man das abtropfen lassen kann. Ja. Also auch hier drinnen haben wir alles so ein bisschen reingemacht, was sich der Kunde so wünscht. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Ihr habt den Multi-Anker ein bisschen zweckentfremdet. Nee, gar nicht, sondern das ist ein Zubehör für einen Multi-Anker. Das ist ein Originalzubehör von Multi-Anker. Gibt es einmal als Wäschetrockner, dann gibt es noch einen Kleiderhaken. Ja, und dann sage ich immer, gibt es noch so einen Multifunktionshaken. Da könnte man also die Spielzeugeisenbahn auch noch hinhängen dann, ja. Okay. So. Ihr habt ja echt... Achso, da vorne sind die Multi-Anker, gell? Genau, das sind die Multi-Anker hier, genau. Hier im Koffer. Und da entsprechend das Zubehör, was dazu gibt. Was es gibt. So, multianker.com. Könnt ihr mal gucken, falls ihr Interesse habt. Ansonsten hier, ja, Kadak. Das ist, glaube ich, so der Volkswagen des Grillens bei Campern. Der Volkswagen, nicht nur der Volkswagen, vielleicht auch der Ferrari, weil es ist richtig ein gutes Produkt, ja. Aber das hat fast jeder eigentlich, ja. Ist der Schrank auch von Kadak? Nein, der Schrank ist vom Brunner jetzt wieder, mit einer schönen Holzoberfläche, damit es ein bisschen wohnlich aussieht. Bambus? Ja, Bambus. Das hält, oder? Bambus? Ja, hält auch, ja klar. Und vorne ist es auch so, dass man es auch sieht, da ist Brunner dran. Das ist jetzt ein guter Herd. Der geht auf Gas? Der geht auf Gas, ja. Okay. Ich habe gesehen, es gibt auch so Schüsseln, wo die dann alles drin machen, so Paella-Pfannen. Ja. Die habt ihr auch da wahrscheinlich? Ja, auch da drüben bei dem Grillzubehör ist auch sehr beliebt. Alles reinschmeißen, einmal mischen, dann passt's. So, hier ist die Bekleidung. Der Camper liebt es gerne bequem, deswegen habt ihr unglaublich viele bequeme Kleidung dabei. Das heißt, so ein typischer Camper sieht ja immer so aus, als käme er frisch aus dem Wald, so von der Funktionskleidung, aber das ist so, Leute wollen es bequem. Die Leute wollen es bequem, ja. Die Leute wollen es auch warm haben. Jetzt haben wir die ganzen Wintersachen da. Sie wollen leger gekleidet sein, also Camping macht man jetzt nicht mit dem Anzug und mit der Krawatte, ja. Ja, wenn ich dich so sehe, warte mal, kurz mal gucken. Turnschuhe, du bist ein ganz normaler Mensch. Das heißt, ihr seid alle nahbar hier im Team? Wir sind alle nahbar, ja. Wir sind alle echt. Echt? Schön. Aber das ist ja wichtig. Also hier kann ich herkommen und oft ist ja so, dann überrascht einem mal der Herbst, wenn man hier ist und dann sagt man, naja, so eine Mütze könnte ich noch gebrauchen, eine Jacke. Findet er hier. Textilien, so Bekleidung. So, gehen wir mal kurz durch, denn Bekleidung kriege ich ja quasi überall, aber gibt viele Sachen, die gibt es nur bei euch, wie zum Beispiel Fahrradträgerzubehör. Ja. Auch da kann man sich unglaublich viel leisten. Das ist übrigens auch Pflicht in einigen Ländern, oder? Das Rückding. Es ist Pflicht in 2 Ländern, einmal in Italien und einmal in Spanien. Da muss man dann mal schauen, weil die sind nämlich unterschiedlich. Das ist die spanische Seite hier und das ist die italienische Seite. Quatsch. Nee, nicht Quatsch. Man muss auch wirklich aufpassen, weil die hat hier 5 Streifen für Italien. Ja. Und die für Spanien hat 3. Nochmal, wenn die mal gerade mal etwas weiter weg in die... Also das ist die spanische? Das ist die spanische. Und das ist die... Und das ist die italienische Variante. Das ist die italienische. Und die eine kostet wahrscheinlich 500 € Strafe und die andere 300... Nee. Also die Südländer sind dafür bekannt, dass die Strafen nicht gering sind. Ja. Das heißt, das ist jetzt kein Witz. Es gibt... Die sind ja marginal, die Unterschiede. Ja, sind marginal, aber ist so vorgeschrieben. Ist so vorgeschrieben.
Was ist das hier zum Rausfahren? Das ist eine Rampe, um entweder in die Garage reinzukommen, ja, oder man kann es auch hernehmen, um einfach ein Fahrzeug aufzubocken, wie wir es jetzt hier drüben auch sehen. Ja. Ist aber auch hier als Rampe. Zeig mal, möglich. da vorne sieht man es. Hier sieht. Also die ist auch ordentlich belastbar, oder? Die ist ordentlich belastbar, ja. Da kann man einen Roller auch reinschieben. Echt? Ja. Und die wiegt 6 Kilo nur? Ja, 6 Kilo. Krass. Die sieht gar nicht so ordentlich aus. Wenn du die mal kurz hochhebst, sag mal so lieb. 6 Kilo, du bist ja ein ausgewachsen. Doch, die ist schon ordentlich. Die ist schon richtig stabil. Das sind entsprechende Aluprofile, Kunststoff. Preis, was kostet die? Boah, jetzt habe ich dich. Das hast du nicht, ja. 142 Euro. 142 Euro. Und die lässt sich auch zusammenfalten. Die lässt sich zusammenfalten, da gehen die Aluprofile dann weg und dann hat man praktisch das Teil wieder. Und passt in diese Tasche da rein, Passt in diese Tasche dann rein. die da drin ist. Boah, was ich heute alles lerne. Das Coole ist, solange ich filme, kann ich nichts kaufen. Dann, das machen wir danach, okay. So, hier sieht man auch hier die verschiedenen Fahrradhalter, die es gibt. Denn man kriegt ja eventuell mal ein neues Fahrrad, dann passt der andere nicht. Ja, passt vielleicht nicht, ja, oder man verliert vielleicht einen oder es kommt Nachwuchs, dann braucht man noch einen. Airline-Schienen habt ihr auch? Ja, haben wir auch. Kommen hinten in die Garage rein, um das zu befestigen. Die sieht man jetzt immer öfter. Die waren ja vorher nur in Flugzeugen üblicherweise. Und hier Froli, was ist das hier? Ein Kompaktkeil? Das sind jetzt Keile, damit man das Fahrzeug praktisch ausnivellieren kann. Werden entweder vorne oder hinten oder links, rechts hingemacht, damit man eben steht. Ich habe gedacht, Froli macht nur Betten. Nee, auch sehr viele Keile. 4 verschiedene Keile von denen. Und Betten haben wir auch da von denen, klar. Betten aber auch. Ja, Sattanlagen, jetzt kommt ja immer so das Thema Internet. Ich nehme an, Router habt ihr auch ein Programm? Ja. Wahrscheinlich eine Fritzbox auch? Nee. Fritzbox nicht, nein, aber SAT-Anlage gehört mittlerweile oftmals dazu auf dem Fahrzeug, um einfach im Süden oder im Norden, wo man gerade ist, auch das deutsche Fernsehen zu empfangen. Ja. Wird ja immer wichtiger. So, da vorne siehst du, es gibt sogar Sattanlagen, da habe ich letztes Mal eine gesehen, die kannst du extern verschieben, wenn du unterm Baum stehst, kannst nicht wegfahren, willst trotzdem Fernsehen gucken. Ja. Da gibt es eine kleine Schüssel, die da. Sowas hier, ja. Die Jukup, ja, die kann ich einfach da einstellen, wo ich dann Empfang habe. Ja. Wenn ich unbedingt Fernsehen gucken muss, ja, unterm Baum. Wenn ich schlechte Internetverbindung habe, kann ich mir die auch verstärken lassen mit so einem Teil hier, ja. Das ist die Roam, auch ein neuer Artikel. Ja, da wird eigentlich das Empfangssignal verstärkt und dann kann ich praktisch, habe ich ein besseres Netz zum, ja, vielleicht Fernsehschauen, zum Telefonieren, fürs Internet, je nachdem. Ja. Krass, was es gibt. Aber gut, die Anforderungen wachsen ja, geht ja mit der Zeit. Ich gucke mal gerade hier rum, nochmal nach links. Zelte, ja. Zelte. Ja. Das wird immer noch stark gefragt, Zelt, oder? Vorzelt auch? Vorzelt ja auch, klar, weil ich mit dem Vorzelt den Wohnraum vergrößern kann. Ja. Ach, das geht hier noch weiter? Ja, logisch. Wir haben ja nur die Hälfte gesehen bis jetzt. Warte mal, ich zeige nur mal hier Zeltgestänge und Zeltzubehör. Da allein hängen ungefähr eine halbe Tonne. Hier ist dann Zeltzubehör. Hier sind allein, guck mal hier, die fetten Bodenanker, die aber wichtig sind, oder? Die nicht direkt kaputt gehen. Die gehen nicht kaputt und die sind schon wichtig und die sollten man auch richtig gut reinmachen, damit das Zelt auch richtig steht. Das ist so. Denn, was ist das da? Auch wie gemein, ihr habt auch Kinder hier zu Gast, oder? Ja, klar. Auch die Kleinen wollen irgendwas bei uns haben und kaufen und das ist bei den Kleinen der Renner sowas. Ja. So, hier ist so die Outdoor-Kinderspielabteilung. Das heißt also, ihr seid ja echt gut. Das heißt, wenn der Opa mal kommt mit, ich bin ja selber Opa mittlerweile, und du hast dann 2 Enkelchen mit dabei, die wollen ja dann noch was kriegen, oder? Da findet man auch was für die, ja. So, und natürlich ein bisschen Tinnef. Ja, kommt auch dazu, ja. Weihnachten steht vor der Tür. Die Leute wollen ja dann irgendwas haben. Ist ja oft, man trifft sich ja dann hat man was Neues. Und dann heißt dann, wo hast denn das her? Ja, aus der Ort hier? Aus Sulzimoos, ja. Sulzimoos. Freistadt in Sulzimoos. Komm, wir gucken mal ganz kurz die Zelte, da wollten wir eigentlich hin. Ja. Brand Pamir S, ich bin das Winterzelt. Das ist jetzt gedacht für einen Wohnwagen, ein Wohnmobil? Das ist für einen Wohnwagen eigentlich gedacht. Das ist ein klassisches Winterzelt, weil es gibt ja auch viele, die im Winter Camping machen. Und ein Zelt im Winter muss ein bisschen anders aufgebaut und strukturiert sein, weil eben die Schneelast dazu kommt. Ja. Ah, das muss größer und stabiler sein. Ja, es ist nicht größer, es ist eher kleiner sogar. Es ist nicht so breit, ja, und ist natürlich wesentlich stabiler auch. Ja. Und steiler sehe ich gerade. Ja. Genau, der Neigungswinkel ist steiler, damit einfach die Schneelast da besser abrutscht eigentlich. Ja. Ja, hier vorne sieht man es auch, wie stabil das hier ist. Das ist hier verschweißt nochmal.
Das ist ein bisschen was anderes wie die einfachen Zeltstangen, die kommen. Also mit der Schneelast, da darf man nicht spaßen. Einige Zelte sind schon zusammengekracht. Ja, die sind schon zusammengekracht. Die sind dann unwiderruflich verloren. Ja, ja, und meistens merkt man es erst Monate später, wenn man dann kommt wieder, oder? ja, das ist ganz schlecht. Ja. Was ist das hier? Das ist von Isabella ein Zelt. Ja. Man müsste jetzt von der anderen Seite hergehen. Ja. Warte mal, ich guck mal. Das ist praktisch die Wohnwagenseite gewesen. Das ist jetzt die Wohnwagenseite. Und so sieht es eigentlich dann von vorne aus, von Isabella ein Zelt. Ja. Auch schön, also wenn man das aufbauen kann. Ich habe mich immer gegrollt, aber das ist nichts für 2 Tage bleiben, oder? Das ist was, da sollte man schon ein paar Tage bleiben, weil einfach der Aufbau ein bisschen länger dauert. Wenn man nur kurz bleiben will, empfiehlt sich einfach ein Luftzelt. Ja, das kann man auch für 3 Tage aufbauen. Wo ist ein Luftzelt? Ja. Das ist ein Luftzelt. Das ist ein Luftzelt? Da ist Luft drin, ja. Ah! Das sieht man eigentlich hier ganz gut, ja. Da geht auch das Gestänge nicht kaputt, ja. Weil einfach Okay, das heißt, am Meer oder so macht das nichts? Macht nichts. Und das kann ich auch mal für 2 oder 3 Tage aufbauen, weil es schneller geht einfach vom Aufbau. Aufbauzeit? Viertelstunde? Ja, ein bisschen länger schon mit dem Abspannen noch. Also das längste, was man immer braucht, ist dann das Abspannen. Aufgepumpt ist es in 2 Minuten eigentlich, aber das Abspannen dauert dann. Ich brauche jetzt auch keine Riesenpumpe mit Elektrik, da langt die. Handpumpe, 2 Minuten, ein bisschen körperlich betätigen, tut den Muckis gut, dann passt es. Krass. Guck mal da unten, ich da nur mal durchgucke. Ihr seid ja so groß wie ein großer Mediamarkt quasi von der Größe. Haben schon ein bisschen was hier. Und hast du es gefunden? Was denn? Zeig mal. Ey, jetzt sag nicht, du hast das Ding gekauft, was ich gerade gefilmt habe. Ich habe so einen Eisenbus. Ja, natürlich. In Rot aber. In Rot. Ich habe den auch zu Hause stehen, der sieht Echt? schick aus. Der Eisenbus in Rot. Ja. Okay, sei es drum. Ist ja dein Geld. Ja. Cool. Also ihr habt jede Menge Zelte. Was interessant ist ja bei euch, ihr habt immer viel da, denn Sachen, die man ausprobieren kann, die kauft man auch. Aus dem Katalog ist immer schwierig. Man muss anfassen können. Also wir haben einen Katalog, den unsere Mitarbeiter selber gestalten. Der wird also von uns gemacht. Da kommen die Ideen von den Mitarbeitern rein. Achso, das ist kein so Gesamtkatalog von einem Großhändler? Das ist nicht gekauft, das wird von unseren Mitarbeitern gemacht. Ja. Die sagen, welche Produkte nehmen wir rein und dann kriegen das die Kunden. Das ist die erste Vorauswahl und dann kommt natürlich der Kunde mit dem Katalog dann zu uns und sagt, das möchte ich mir genauer anschauen. Zum Beispiel dieser Thule Fahrradträger, der Slide-Out-Träger für die Heckgarage. Genau, kommt in die Heckgarage rein, ist besonders bequem, weil ich den Träger mit den Rädern dann komplett rausziehen kann. Ja. Dann spare ich mir das mühsame Reinkraxeln in die Garage. Ja. Ich habe also den Träger dann schon raus und kann die Räder dann schön runternehmen. Ja. Ist problemlos. Und Thule macht gute Sachen? Thule macht gute Sachen, ja. Das ist bekannt, ja. So. Abschließen. So, jetzt ist nämlich keiner mehr da. Ja, wir machen auch gleich Schluss. Wir wollen dich ja Samstagabend, deinen Feierabend hier nicht verderben. Du hast wahrscheinlich viele Kinder, oder? Eine Tochter zu Hause, ja. So, die warten schon auf dich. Und ja, Caravan-Spiegel, das kennt man ja. Gibt es auch Strafen, wenn man keinen hat? Ja, ist vorgeschrieben, dass wenn man im Fahrzeug sitzt, auch hinten praktisch noch die Ecke des Fahrzeugs sehen muss. Ist also vorgeschrieben, ja. Und es gibt auch verschiedene Modelle. Man kann entweder einen Universalspiegel nehmen oder man nimmt einen speziell angepassten für das Fahrzeug. Gibt es fast für jedes Fahrzeug einen. So, habt ihr auch so Halter, Teppiche? Oh je, Teppiche, da kann man sich wahrscheinlich... Das hier, das sind das Teppiche, oder? Das sind Vorzelt. Das sind Vorzeltteppiche, verschiedene Größen, verschiedene Farben. Und ihr habt ja auch hier praktisch Meterware. Nee, das hier ist Keder und... Das sind Bodenschürzen für den Wohnwagen einfach, ja. Damit das praktisch unterm Fahrzeug nicht durchzieht dann. Ja. Oder falls der Hund nicht abhauen kann. Oder so, ja. Genau. Fehlt uns noch irgend sowas? Bräuchte man noch was? Ja. Boah, CE-Stecker, da kann man ja auch nicht genug haben. Wenn die fehlen, Schweiz, ich sag nur Schweiz, Adapter Schweiz auf CE. Ja, ist schwierig dann, ja. Also man sollte schon immer das entsprechende Material dabei haben, um den Strom zu bekommen, ja. Also ohne ist schlecht dann. Ist das wahr, dass es in Ländern einen Farbcode geben muss, dass die Stromkabel orange sein müssen irgendwo? Nein, das ist ein Gerücht. Es ist ein Gerücht eigentlich. Also das ist das ganz normale Standardkabel, was wir eigentlich hier haben. Und das ist auch zulässig in Italien? Das man überall in Europa verwenden darf. Wobei es gibt auch manchmal Gerüchte, aber da gibt es viele Gerüchte in manchen Bereichen, was man nicht verwenden darf. Aber das ist ganz offiziell auch zugelassen. Ja, weil ich nämlich hier das Verlängerungskabel sehe ich hier vom Brennenstuhl. Ich habe das gleiche vom Brennenstuhl in Orange. Hat einer mal gesagt, ja, das lange Kabel muss orange sein in Italien, sonst kommen die und sperren nicht ein. Stimmt nicht? Nee, also stimmt nicht. Also ich laufe in Italien nur über schwarze Kabel und da ist noch keiner eingesperrt worden.
Doppelkolben, was Tolles. Habt ihr hier? Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt für ein Modell ist, was wir da gerade ausgestellt haben. Ist aber eine Venta. Firma. Neues Modell auch, ja, Klimaanlage, um einfach dem Kunden auch hier im Shop zu zeigen, wie groß ist die Anlage überhaupt, ja, weil am Fahrzeug oben sieht man es ja oftmals gar nicht, ja. Achso, dass man oben drauf, wo man den Aufbau sieht. Dass man es auch mal sieht, ja, weil am Fahrzeug müssen wir draufklettern, ja. Achso, die sind vorführbereit hier. Die sind vorführbereit, ja. Das ist ja spannend. Das heißt, man kann auch das Geräusch mal hören, wie laut sind die? Wenn die angeschlossen wäre, was sie gerade nicht ist, könnte man auch das Geräusch hören, ja, damit Okay. man einfach so ein Gefühl hat. Weil Klimaanlage macht natürlich schon ein bisschen Lärm, ist klar. Aber es ist natürlich, gerade wenn man im Süden unterwegs ist, ein enormer Komfortgewinn. Ja, zumal Feuchtigkeit, das Schlimme ist ja, du hast 28 Grad abends, das passiert ja schon mal in Italien, und dann hast du aber 100% Feuchtigkeit. Ja. Du kannst die Luft im Wagen schneiden, da bist du froh. Ich glaube, das Thema Entfeuchtung ist ein großes Thema. Ja, hier sind wir in der Grillfraktion, da haben wir die guten Kaddaks. Da haben wir die guten Kaddaks eigentlich, ja, was eigentlich so sehr gerne genommen wird von den Kunden. Verschiedenste Ausführungen, ja, vom normalen Kocher bis zum Grill, ja. Und ja, Ist das hier so ein Wok, der hier? das ist jetzt keiner, aber man kann eigentlich immer so eine Wokpfanne, die kommt Ja. immer als Zubehör. Wo haben wir sie denn? So eine Paella-Pfanne nennen wir die. Genau, die habe ich auch gefilmt in Südfrankreich, bei Saarländern. Die kann man eigentlich überall drauf tun fast. Gibt es in unterschiedlichen Größen dann. Das ist jetzt die ganz große Variante, ja, die eigentlich dann hier drauf kommt. Ja. Gibt es aber auch in kleineren Varianten. Kann sein, dass vielleicht im Moment nicht alles da ist. Okay. Ja gut, ist ja auch Nebensaison im Moment. Ja, wir Der kaufen schon für nächstes Jahr wieder ein. Er kauft einen, ja. Das da vorne, der sieht unglaublich schick aus von Kadak. Das ist so ein Designmodell, oder? Es sieht halt einfach mal von der Farbe ein bisschen was anderes aus. Ist ein kleiner handlicher Grill, ja, aber voll funktionsfähig. Also da passen schon 6 Schnitzel drauf und 2 Würstel. Die sind auch zuverlässig, die Die sind Kadaks. zuverlässig, ja. Und ja, ich habe normalen Weber, aber die Weber sind einfach zu groß, die kann man nicht mitnehmen. Die sind viel handlicher. Ja, also ein Weber-Grill ist natürlich ein bisschen volumiger. Es gibt auch kleine Weber-Grills, aber Ist nicht dasselbe. ist nicht dasselbe, nein. Es kommt ja auf die Größe an. Noch eine Variante kleiner, ja. Der Safari-Chef. Ja, Safari-Chef, ja. Wenn man zu zweit unterwegs ist, reicht auch der. Ja, ich denke auch. Also ich habe so einen ganz kleinen Grill, den jeder hat mit diesen Gaskartuschen, aber der ist schon ziemlich fummelig. Also wenn man da so ein bisschen was Größeres drauflegt, der klappert dann und wackelt. Da macht der Safari-Chef natürlich einen größeren, gut 129 €. Dafür kriege ich 5 von den kleinen, aber dafür habe ich einen richtigen. Das stimmt, ja. Lieber einmal was Gescheites kaufen, bevor man 5-mal kauft. Was ist das da, der rote? Ist auch ein Grill, kommt jetzt nicht von Kadak, ist ein anderer Hersteller, ja. Ein Holzkohlegrill. Ja, Achso, mit genau. mit Ventilator. Mit Ventilator, ganz normaler, alte Tradition. Okay, was man so kennt. So, also Campinggas habt ihr auch. Ja, haben wir auch, den Hersteller, ja. Hat auch verschiedene Kochergrills hier eigentlich, ja. Ist auch nicht schlecht, oder? Auch gut, ja. So, das ist der Grill, den ich habe. Siehst du? Der bloß, das ist Kartuschenkocher, ja. der Kartuschenkocher, ja. Das ist so der, den, glaube ich, jeder irgendwie zu Hause hat. Und das ist der kleine Weber, den habt ihr auch da. Ja. Super, also pass auf, du musst nach Hause. Komm mal last but not least zum Thema Geschirr. Geschirr und Stühle Das haben wir noch. Stühle. Aber das Thema Geschirr, da ist ja so, da hat zum Beispiel Brunner hat ganz viele Designs. Da könnt ihr auch nicht alle da haben, oder? Das nicht, aber wir haben schon von Brunner 9 verschiedene Geschirrserien da. In allen 9 Stück da. 9 verschiedene. Komplett? Ja, komplett. In allen Variationen. Also so ein Design hier. Oder sowas hier. Was ist das für ein Material? Das ist Melamin. Das hat hier unten so ein Anti-Slip. Das heißt, wenn das irgendwo drauf ist, dann rutscht es auch nicht. Ja? Und es ist von der Optik und auch von der Haptik, wenn man es anfasst, fühlt sich das schon richtig gut an. Ja. Ja, es rutscht überhaupt nicht. Also das ist, ich habe übrigens diese Tasse, das Einzige, was mich an dieser Tasse stört, ist, dass sie nach unten konisch runterläuft. Man kommt oben schnell dagegen und kippt die leider um. Ja. Das ist mir schon zweimal passiert. Aber die gibt es nicht umgekehrt, oder? Dass Nee, gibt es nicht umgekehrt, nein. Gibt es nur in der Variante. Aber ich werde es dem Herrn Brunner mal sagen, das ist ein sehr innovativer auch. Vielleicht macht er mal eine andere ist Tasse. schon zweimal umgekippt. Also es ist wirklich so, wobei einmal mein Sohn, einmal ich. Aber wir haben es beide gepackt. Das ist die Espresso-Tasse von Brunner. Das ist eine richtige Espresso-Tasse, ja. Aus Melanin. Auch aus Melamin, ja. Warte, ich zeig mal, da ist so ein Untersetzer drunter. Boah, ey, gut, dass ich meine EC-Karte heute nicht mitgenommen habe. Sonst wäre hier. Kauf ist auch kein Problem. Also, das war ein Rechnungskauf. Oder auch sowas hier. Das ist Ja, eine neue Variante noch, auch vom Design hier. Sind schicke. Ja, die sind super schick. Oh, das sieht ja auch toll aus.
Das ist, genau, zeig mal, Wanne. Die würde ich sogar bei mir zu Hause in die Ach so, Küche. die ist außen gar nicht eben, sondern die ist unförmig. Genau, die sehen einfach unförmig aus. Einfach mal was anderes, ja, damit man nicht immer das gleiche 0815 Geschirr hat. Ja. Es sind einfach verschiedene Varianten. Also wir versuchen auch jeden Kunden damit anzusprechen. Ja. So, das gibt es auch in bunt. Das ist jetzt nicht Brunner, oder? Nein, das ist nicht Brunner. Vorne haben wir noch ein richtig schönes buntes Zeig mal, Geschirr. zeig mal. Jetzt muss ich unbedingt gucken, weil die Leute, ich glaube so das Thema Geschirr, da, gelb. So richtig knallgelb, ja. Das kann man entweder einfarbig machen oder man macht es dann zweifarbig. Das passt ja auch wunderbar zusammen. Ja, das ist auch Brunner? Nein, das ist nicht Brunner, das ist ein anderer Hersteller. Ist auch unten drunter Gummi? Nein, da ist jetzt kein Gummi drunter. Ja. Das nicht, aber ist auch ein Hersteller speziell aus der Campingbranche. Und wie gesagt, das sieht natürlich von der Optik und vom Design auch sehr ansprechend aus. Auch mal was anderes, ja. Ist leicht, es klappert nicht. Klappert ein bisschen, aber leicht auf alle Fälle. Okay. Und es geht nicht kaputt, wenn es runterfällt. Nein, also wenn es ungünstig fällt, kann schon mal ein Teller kaputt gehen, aber im Normalfall ist es eigentlich sehr selten. Okay. So, komm, wir stehlen dir mal nicht hier den letzten Feierabend, Thema Stühle, und dann machen wir Schluss, denn wir sind schon fast durch, aber wir sind überhaupt nicht durch. Also wir haben nur kurz mal angerissen, was es hier alles gibt. Stühle und wir haben ja einen Stuhl aus Frankreich, die Firma kennst du. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, weißt du noch, wie er heißt? Genau, wir haben La Fuma mit so praktisch Zero, bla bla bla, wo du dann so liegst, als ob du schweben würdest. Ja, haben wir nicht mehr im Sortiment. Das schneiden wir besser raus dann. Ja, nee, das ist gar kein Problem. Ihr habt was anderes, gell? Ja, wir haben was anderes. Ja. Was habt ihr denn? Stühle da von Isabella, von Brunner auch, ja. Von Westfield, für unterschiedliche Körpergrößen dann auch. Ja. Gibt also einen Stuhl, der dann, wie man es jetzt hier sieht, der ist Medium, der geht 1,70 Meter bis 1,90 Meter. Dann gibt es den für kleinere Personen mit der etwas niedrigeren Lehne, ja, etwas schmaler auch. Ja. Also angepasst für Frau, Mann? Ja, an die Körpergröße, dass einfach, ich sag's mal, der Kopf einfach entsprechend auch richtig an dem Rückenpolster liegt. Aline, wenn dich mal hinsetzt, bitte nicht gleich einschlafen, wenn er zu bequem ist. Okay. Denn, ist das angenehm? Ja, sehr. Und das ist dann der große Bruder davon, der ganz große Bruder. Ja, setz dich mal hin, Martin, dass wir das mal zeigen. Der ganz große Bruder, passend für den Martin. Ja. Und beide, ja, stark. Und ja, Tische, es gibt ja so einen Standardtisch, den ich überall sehe, der, wahrscheinlich kennst du den auch, so Bambus oben. Da vorne was, ja. Ja, genau, den will ich mal sehen. Den habe ich immer gesehen, wollte ihn immer haben und hat dann doch keine Zeit. Weil du kaufst dir dann irgendwie Tische. Das ist er, genau. 109,90 € und der lässt sich komplett zusammenfalten, gell? Der lässt sich komplett zusammenlegen, ja. Ach so, du brauchst noch nicht mal die Beine einfahren. Das müsste man schon noch machen, dann ist er ganz eben hier. Aber es ging auch so. Ging auch so, ja. Nur um zu zeigen, wie das Packmaß von so einem Tisch ist. Und schwer ist er auch nicht mehr. Ja. Okay. Schön, denn das ist ja auch was fürs Auge, was denn da mitkommt. Was fürs Auge. Sieht wohnlich aus. Ja. Sehr schön. Martin Ziegler, richtig? So, wir drehen am 31.10.2020 und ja, wenn Sie Lust haben, kommen Sie nach Freistadt in Sulzimoos. Genau, in Sulzimoos. Die Öffnungszeiten jetzt in den Wintermonaten bis 16 Uhr samstags. Geht morgens wann los? Um 9 Uhr. Ja, und die Woche über? Und unter der Woche von 9 bis 18 Uhr. Von 9 bis 18 Uhr, ganz normal. Sonntags habt ihr immer zu, gell? Sonntags haben wir immer zu, außer zur Messe, ja. Ja, zum Glück, oder? Ja, also. Ein bisschen Family muss auch noch sein. Ein bisschen Family muss sein, ja. Und, wie hat es dir gefallen? Ja, Wahnsinn, aber wir haben ja wirklich noch nicht alles gesehen. Ja, wir müssen aber jetzt gehen, die haben schon zugemacht. Wir müssen auch los, ja. Wir müssen los, müssen nach Hause fahren, so ist es. Ja, schön, vielen, vielen Dank und ja, großes Team bei euch, ganz viele Leute, die herkommen. Ihr habt ja auch viele, die regelmäßig zu euch kommen, einfach mal die neuesten Modelle an Wohnwagen, Wohnmobile gucken wollen. Das ist so, ich sag mal, so eine wandernde Ausstellung, die ihr habt, oder? Das ist eine wandernde Ausstellung, was die Wohnmobile, Wohnwägen betrifft und auch was den Shop betrifft. Und es gibt viele Kunden, die immer wieder zu uns kommen. Also der Stammkundenanteil bei uns ist schon extrem hoch. Ja. Vielen, vielen Dank, Martin. Tschüss.